Du sitzt am Fensterplatz und blickst durch die Scheibe, aber hast du dich jemals gefragt, warum du durch Glas sehen kannst, obwohl es aus Sand besteht? Sand ist undurchsichtig, milchig, streut Licht in alle Richtungen. Doch geschmolzen und abgekühlt wird daraus ein Material mit 80 bis 90% Lichtdurchlässigkeit. Noch erstaunlicher: Dasselbe Glas, das sichtbares Licht durchlässt, blockiert UV-Strahlung fast vollständig, weshalb du hinter dieser Scheibe niemals einen Sonnenbrand bekommst. Die Antwort liegt nicht in der Chemie, sondern in etwas, das du mit bloßem Auge nie erkennen würdest. Willkommen beim Kern der Dinge. Denn die Lösung hat nichts mit der Zusammensetzung zu tun, sie versteckt sich auf atomarer Ebene. Stell dir einen gewöhnlichen Morgen in München, Wien oder Zürich vor. Du trinkst Kaffee hinter einer Fensterscheibe, sitzt im ICE, blickst durch Autoglas auf die Autobahn, arbeitest in einem Büroturm mit Glasfassade. In der Dachregion leben Millionen Menschen hinter Glas und jede dieser Scheiben erfüllt gleichzeitig zwei widersprüchliche Aufgaben. Sie lässt sichtbares Licht zwischen 380 und 780 Nanometern nahezu ungehindert passieren, blockiert aber die UVB- und UVC-Anteile der Sonnenstrahlung fast vollständig. Genau deshalb funktionieren moderne Bürogebäude energieeffizient, Autoinnenräume bleiben vor Materialermüdung geschützt und deine Haut verbrennt nicht, selbst wenn die Sonne stundenlang auf die Scheibe brennt. Sie berührt eine der fundamentalsten Fragen der Physik überhaupt. Wie interagiert Licht mit Materie? Warum reflektiert ein Metallspiegel über 90% des einfallenden Lichts, während eine Glasscheibe aus derselben Erdkruste gewonnenes Material praktisch unsichtbar wird? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst an die Ostsee zurückkehren, zu einer Handvoll Sand. Denn bevor wir verstehen, warum Glas durchsichtig ist, müssen wir klären, warum Sand es nicht ist. Und die Antwort darauf verändert alles, was du über Transparenz zu wissen glaubst. Nimm eine Handvoll feinen Quarzsand und halte ihn gegen das Licht. Milchig, körnig, undurchsichtig. Jetzt erhitze denselben Sand auf rund 1700 Grad Celsius, lass ihn abkühlen und plötzlich blickst du hindurch wie durch klare Luft. Die chemische Formel bleibt in beiden Fällen identisch: Siliziumdioxid, SiO2. Was sich verändert, ist ausschließlich die Anordnung der Atome. Sand besteht aus kristallinen Körnern. Jedes einzelne Korn ist ein winziger, unregelmäßig geformter Kristall mit gekrümmten Oberflächen, Kanten und mikroskopischen Grenzflächen. Wenn ein Lichtstrahl auf ein Sandkorn trifft, wird er gebrochen, gestreut, reflektiert, er verlässt das Korn in einer anderen Richtung, trifft auf das nächste Korn, wird erneut gestreut. Nach Millionen dieser zufälligen Ablenkungen ergibt sich ein diffuses, milchiges Weiß. Die Information über die ursprüngliche Richtung des Lichts ist vollständig zerstört. Glas hingegen besitzt eine amorphe Struktur. Die SiO2-Einheiten sind zwar chemisch identisch verknüpft, aber ohne die periodische Ordnung eines Kristalls und ohne die körnige Zerklüftung des Sandes. Im Inneren existieren keine reflektierenden Grenzflächen. Licht durchquert das Material auf geradem Weg. Und genau das ist der Unterschied. Dass wirklich die Struktur entscheidet und nicht die Chemie, beweist ein simples Experiment. Nimm eine klare Fensterscheibe und graviere ihre Oberfläche mit einem Schleifwerkzeug. Dasselbe Molekül, dieselbe Zusammensetzung, aber plötzlich ist die Scheibe matt, undurchsichtig, milchig wie Sand. Die rauen Mikrofurchen streuen das Licht diffus, exakt wie die Körner am Strand. Dasselbe Prinzip erklärt auch, warum Schnee weiß leuchtet, obwohl er aus durchsichtigem Eis besteht. Millionen winziger Kristallkanten streuen das Licht in alle Richtungen. Aber Struktur allein erklärt nicht alles. Denn auch ein polierter Metallspiegel besitzt eine glatte, homogene Oberfläche und trotzdem blickst du nicht hindurch. Was ist also der zweite entscheidende Faktor? Die Antwort liegt in den Elektronen. In einem Stück Aluminium, Kupfer oder Silber existieren sogenannte freie Ladungsträger. Elektronen, die sich nicht an einzelne Atome gebunden fühlen, sondern wie ein Gas durch das Metallgitter strömen. Trifft eine Lichtwelle auf diese Oberfläche, beginnen die freien Elektronen sofort im Rhythmus der elektromagnetischen Welle zu schwingen. Sie absorbieren die Energie, geben einen Teil als Wärme ab und strahlen den Rest als fast identische Welle wieder zurück. Das Ergebnis: Metalle reflektieren zwischen 90 und 99% des sichtbaren Lichts. Genau darum glänzt ein Spiegel. Genau darum blickst du nicht durch eine Alufolie. In Siliziumdioxid ist die Situation grundlegend anders. Jedes Elektron ist fest an sein Atom gebunden, eingesperrt in einer sogenannten Bandlücke. Damit ein Photon überhaupt absorbiert werden kann,
muss seine Energie groß genug sein, um das Elektron über diese Lücke zu heben. Bei Glas liegt diese Schwelle im ultravioletten Bereich, jenseits von etwa 380 Nanometern. Und hier kommt der Clou. Ein Photon sichtbaren Lichts, etwa rotes Licht bei 700 Nanometern oder blaues bei 450 Nanometern, trägt schlicht nicht genug Energie. Es kann das Elektron nicht anregen. Also passiert etwas Eigenartiges. Die Lichtwelle wandert durch das Material hindurch, als wäre es nicht da. Die Schweizer Physiker des Netzwerks ALMA und George beschreiben es so: Die Atome des Glases lassen das sichtbare Licht um die Elektronen herum schlängeln, ohne zu absorbieren. Erst oberhalb der UV-Grenze wird die Photonenenergie hoch genug, die gebundenen Elektronen reagieren, und genau deshalb bekommst du hinter der Fensterscheibe keinen Sonnenbrand. Das UV-Licht wird geschluckt, das sichtbare Licht durchgelassen. Amorphe Struktur plus gebundene Elektronen ergibt zusammen, was wir Transparenz nennen. Aber dieses Wissen ist jung. Dass Photonen überhaupt in Energiepaketen existieren, wurde erst in den 1930er Jahren durch die Quantenphysik sauber formuliert. Die Menschheit jedoch hat Glas schon Jahrtausende vorher hergestellt, blind tastend durch Versuch und Irrtum. Im Jahr 3000 v. Chr. tauchen in Mesopotamien die ersten künstlichen Glasperlen auf. Sie sind klein, trüb, von blasiger Unreinheit, mehr bunte Steine als durchsichtiges Material. Die Handwerker kannten das Rezept: Sand, Soda, Kalk, aber ihre Öfen erreichten die nötigen Temperaturen nur unvollständig und Blasen, Einschlüsse und Metallverunreinigungen zerstörten jede Klarheit. Um 100 nach Christus revolutioniert die römische Glasbläserei das Handwerk. Mit Blaspfeifen produzieren Werkstätten in Syrien und später im Rheinland dünnwandige Gefäße, deren Durchlässigkeit immerhin 50–70% erreicht. Trotzdem, ein römisches Trinkglas hat noch den grünlichen Schimmer von Eisenoxidverunreinigungen im Sand. Ein Sprung nach Venedig, 13. Jahrhundert. Auf der Insel Murano entwickeln die Glasmacher ab etwa 1200 das sogenannte Cristallo, ein Glas von bisher unbekannter Klarheit, das im 16. Jahrhundert Durchlässigkeiten um 85% erreicht. Der Trick: Zugabe von Pflanzenasche mit hohem Mangananteil, die die grünliche Färbung neutralisiert. Zum Vergleich: Das deutsche Waldglas derselben Epoche, hergestellt mit Buchenasche in den Wäldern des Spessart, kommt nur auf 60–70%. 1688 patentiert der Engländer George Ravenscroft in London das Bleikristallglas. Durch Zusatz von Bleioxid steigt die Brechkraft, das Glas wirkt strahlender, klarer, lebendiger, die Grundlage für die feinen Kristallgläser, die bis heute auf jeder gehobenen Tafel stehen. Doch der wirkliche Durchbruch kommt erst 1959. In der englischen Kleinstadt St. Helens entwickeln die Pilkington Brothers, angeführt von Ingenieur Alistair Pilkington, ein revolutionäres Verfahren. Geschmolzenes Glas wird auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen. Weil Zinn perfekt flach ist und das Glas darauf schwimmt, entsteht eine makellos glatte Oberfläche, ohne Schleifen, ohne Polieren. Das Ergebnis ist sensationell. Floatglas mit über 90% Lichtdurchlässigkeit, industriell in Endlosbändern produzierbar. Jede Fensterscheibe, durch die du heute blickst, ist ein Nachkomme dieser Erfindung. 65 Jahre nach Pilkingtons Float-Verfahren ist Glas längst mehr als eine passive Scheibe. In der Dachregion, wo Gebäude für über 1/3 des Energieverbrauchs verantwortlich sind, entscheidet die optische Qualität von Glas direkt über die Klimabilanz. Moderne Dreifachverglasungen lassen sichtbares Licht passieren, reflektieren aber Wärmestrahlung im Infrarotbereich zurück, ein Präzisionsspiel mit den Bandlücken, das Heizkosten senkt und Tageslichtnutzung maximiert. Und genau das ist der Wendepunkt. Glas ist heute kein statisches Material mehr, sondern ein programmierbares. Elektrochromes Glas, wie es in Premiumfahrzeugen und modernen Bürotürmen eingesetzt wird, verdunkelt sich auf Knopfdruck durch eine Spannung, die Ionen zwischen dünnen Schichten wandern lässt. Selbstreinigende Glasbeschichtungen nutzen Titandioxid, das unter UV-Licht organische Verschmutzungen aufbricht. In Smartphones und Kameraobjektiven erreichen reflexfreie Mehrfachbeschichtungen durch Interferenz dünner Schichten Durchlässigkeiten von bis zu 99%, mehr als jedes historische Glas je schaffen konnte. Die nächste Stufe zeichnet sich bereits ab. Glas, das bei Bedarf Strom erzeugt, Informationen als Display einblendet oder als lichtleitendes Medium für Quantenkommunikation dient. Ein Material, das vor 5000 Jahren als trübe Perle begann, wird zur Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Du blickst jetzt wieder durch die Scheibe, dieselbe wie am Anfang.
Aber sie ist nicht mehr dieselbe. Was du siehst, ist das Ergebnis einer 5000-jährigen Suche, einer amorphen Atomstruktur ohne Grenzflächen und gebundener Elektronen, die sichtbares Licht schlicht ignorieren. Transparenz ist kein Zufall, sondern die präzise Abwesenheit von Streuung und die präzise Unfähigkeit eines Photons, ein Elektron anzuregen. Sand in der Hand, Glas im Fenster, chemisch identisch, physikalisch Welten entfernt. Manchmal ist das unsichtbarste Material in deinem Alltag die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest. Welches scheinbar gewöhnliche Material sollen wir als nächstes zerlegen? Keramik, die härter ist als Stahl? Metalle, die sich erinnern können? Schreib es in die Kommentare.